10 Kilometer hinter der Linie auf jeden Fall. Oh! Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist mal wieder soweit, ich gehe mit euch on Tour und heute möchten wir die Terra Wortmann Open besuchen. Es ist Viertelfinaltag und ich bin ganz gespannt. Wir haben super Spieler noch im Angebot, 3 aus den Top 10. Wir haben Alexander Zverev aus den Top 10, wir haben neue Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner. Und wir haben Hurkacz, den Polen, noch drin und das werden sehr interessante Spiele heute. Ich möchte ein bisschen Hintergrund, eine Story zeigen, was so auf den Terra Wortmann Open abgeht. Es ist das größte deutsche Rasenturnier und super besucht, Viertelfinaltag. Besser geht's eigentlich nicht und ich nehme euch mit. Und wir haben heute ganz kurz die Spiele um 12 Uhr Hurkacz gegen Giron, dann um 13:20 Uhr Fields gegen Zverev. Es wird auch nochmal geil und dann, da warten natürlich alle drauf, Jannik Sinner, die Nummer 1 der Welt, gegen Jan-Lennart Struff und dann noch am Ende Zhang gegen Eubanks. Also ich glaube, es wird ein richtig geiler Tag und ich nehme euch jetzt mit und viel Spaß bei diesem Vlog. Auf dem Weg nach Halle, Westfalen. Ich freue mich heute mega, denn ich bin nicht so wirklich bei vielen Profiturnieren gewesen in meiner Laufbahn. Ich spiele schon echt lange Tennis, aber so wirklich viele Turniere habe ich mir noch nicht angesehen. Das möchte ich unbedingt nachholen und deswegen hatte ich dieses Jahr auch versucht, Karten für die French Open zu bekommen. Und Hand aufs Herz, wer von euch hat versucht, dort Tickets zu bekommen? Ja, wie vielte Position wart ihr in der Warteschlange? Also ich war 578.000 und hinterher bin ich auch leer ausgegangen und im Nachgang war es jetzt gar nicht so schlimm, weil ich habe für das Champions League Finale für Borussia Dortmund gegen Real Madrid habe ich Tickets bekommen und deswegen war ich hinterher nicht ganz so traurig, obwohl wir schon Hotel in Paris hatten. Wir hatten schon die Fahrt mit der Bahn nicht gebucht, aber auf jeden Fall schon mal ins Auge gefasst. Und ich versuche es nächstes Jahr erneut. Wenn jemand von euch da draußen ist und bekommt sehr, sehr sicher Karten für die French Open, ich nehme sie mit Kusshand. Aber ihr könnt ja gerne mal was sagen. Viele sagen ja auch French Open, überteuert und ist nicht so geil, fahr lieber nach Wimbledon, das ist geiler. Ja, wie seht ihr das? Würde mich mal interessieren. Unten in die Kommentare könnt ihr mir ja eure Erfahrungen mal über die French Open erzählen. Ja, wir fahren jetzt nach Halle, 1,5 Stunden circa Fahrzeit und ich nutze mal die Möglichkeit, euch ein bisschen was über Halle zu erzählen. Sicherlich, klar, großes deutsches, das größte deutsche Rasenturnier, 12.000 Zuschauer in der OWL Arena. Ich muss da, glaube ich, nicht viel zu sagen, aber interessant ist die Entstehungsgeschichte von dem Turnier, denn 1992 gab es den sogenannten Typhoon Cup beim TC Blau-Weiß Halle und damit ist eigentlich das Ganze erst entstanden, diese damals dann Gary Weber Open. Man hat sich dann entschieden im Jahr 93 daraus die Gary Weber Open und erstmalig auf Rasen durchzuführen. Und im Jahr 2015 ist das Turnier dann in die ATP 500er Klasse aufgestiegen, also des dritthöchsten Rankings. Und seitdem ist es ein fester Bestandteil, eigentlich auch schon vorher war es, aber jetzt 500er Turnier seit 2015 ist es ein fester Bestandteil der ATP Tour, Vorbereitung auf das große Turnier, auf das Highlight für viele Spieler, Wimbledon. Und ich bin schon mal da gewesen, vor Corona, damals hieß es noch Gary Weber Open. Und Gary Weber ist ja damals insolvent gegangen und ist dann nach Corona dann in die Terra Wortmann Open. Ich glaube, es hieß vorher noch kurz ein Jahr anders, aber dann Terra Wortmann Open umbenannt worden. Für mich immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe das Turnier immer irgendwie unter Gary Weber Open in Erinnerung und ja, bin jetzt gespannt, was heute passiert. Damals, 2019, haben wir Federer gesehen, Haas hat gespielt, Federer der absolute Rekordhalter bei dem Turnier. Ich weiß jetzt nicht genau, wie oft das gewonnen hat, aber sehr, sehr oft. Und im letzten Jahr hat es tatsächlich Bublik gewonnen, gegen Rublev im Finale.
Und ja, heute haben wir 3 Top-10-Spieler noch drin. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Wir haben heute Zverev zu sehen. Wir haben das Spitzenspiel Sinner gegen bin ich jetzt blöd, wie heißt er nochmal, unser Marsberger, Jan-Lennart Struff, danke. Genau, und dann haben wir auch noch unter den Top 10 Spielern den Hurkacz. Da bin ich auch gespannt. Ich hoffe, wir kommen relativ nah dran, aber ich vermute mal, unsere Tickets werden relativ weit oben sein, sodass man mit dem Handy nicht wirklich viel sieht. Wir werden sehen. Ich bin gefragt worden von unseren Herren 40, ob ich Lust habe mitzukommen. Sie haben noch eine Karte über gehabt, das habe ich dankend angenommen. Und wir haben morgen mit den Herren 40 ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen Tech Darmstadt. Geht um den Klassenerhalt in der Regionalliga 40 mit der ST Lohfelden. Vielleicht kann ich für ein Doppel aushelfen und mal sehen, vielleicht mache ich daraus von dem Spiel auch nochmal einen schönen Vlog. So, wir fahren jetzt Richtung Diemelstadt. Dort treffen wir uns dann mit der Herren 40. Dort steige ich dann ins Auto, dann fahren wir Richtung Halle und dann bin ich gespannt, was so passiert an dem heutigen Tag. Ich nehme euch ein bisschen mit, auch hinter die Kulissen, was da ums Stadion herum passiert. Da ist nämlich eine ganze Menge zu sehen, das weiß ich. Und deswegen freue ich mich und ihr seid dabei. Hallo ihr Hübschen. Was sind denn das für geile Tennisspieler? Ja. Hat schon eine Kamera an. Ja. Ja, in die Stadt. McDonald's. Ja. Persönlich nochmal alles Gute. Danke, mein Lieber. Danke, mein Lieber. Hier deine Klamotten noch. Die kannst du schon mal Oh ja, in den Koffer hier, guck mal. Ja. Zack. Und guck mal, was du mögen wirst hier. Mal her. Dortmund. Oh, Dortmund-Trikot. Oh ja. Morgen erster Auftritt, ja. Wird Nee. gut. So, man muss ja sagen, der Meckes in Diemelstadt ist unser All-Time Treffpunkt. Und besonders schön, dass der Göbel heute dabei ist. Ja. Moin. Moin. Timo, alles fit? Ja, Cappuccino läuft. Ja. Tennis, Rasen. Besser kann der Tag nicht starten eigentlich. Ich habe schon Tennis trainiert selber heute, war gut. Mit Auf wen freust du dich heute am meisten? Welches Match? Struff. Struff, ne? Ja. Struff wird brutal. Struff, Sinner, Struff, Sinner. lange Ballwechsel. Schafft's der Struffi? Was meinst du? Ja. Ja, ich habe auch Zweimal irgendwie. Tiebreak. Zweimal Tiebreak. Serviert er durch. Ja. Ist da. Return Winner bei 5 beide im Tiebreak. Wir schauen, ob das so passiert, ja. So, der Timo hat einen Geheimtipp. Geheimtipp? Hast du gerade gesagt? Doppel gucken zuerst. Nee, eben gerade, was du vorher gesagt hast. Da ist einer dabei, den habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm, aber den hast du schon Arthur Fiss. Arthur Fiss? Könnte Fist? gefährlich werden. Fist oder Filz? Aber ein guter Mann, wischt sehr schnell durch. Schnelle Schlaggeschwindigkeit. Mal gucken, ob Zverev Mittel hat dagegen. Willkommen zum Terra Wortmann Open Quiz. Hier in the car. Ja, let's say, okay, wir haben Mike Görig, Jürgen Kitzinger und Timo Göbel. Und ihr kämpft jetzt um ein gratis Bier im Stadion. Okay, ihr müsst mir jetzt wir gehen jetzt nach den deutschen Titelträgern. Also wer hat schon mal die Terra Wortmann Open gewonnen? Jetzt noch nicht sagen. Ja? Und wir machen das so, dass derjenige, der als erstes einen nicht mehr weiß, ausscheidet. Und derjenige, der zuletzt übrig bleibt, der gewinnt. Okay? Mike, bitte einen Titelträger der Terra Wortmann Open, ein Deutscher. Boah. Der ist raus. Hier ist raus. Er antwortet nicht. Hat die Frage schon verstanden. So, du hast noch 10 Sekunden. Ein deutscher Titelträger. Zverev. Zverev. Das war ein kurzes Okay, das war ein kurzes Spiel. Der Mikey ist schon raus. Zverev hat noch nie das Ding gewonnen. Okay, ja. Heißt Jürgen Kitzinger gegen Timo Göbel. Wer ist jetzt dran? So, das heißt, jetzt müssen wir der Reihe nach rum machen. Das heißt, jetzt hier der Jürgen darf. Tommy Haas. Tommy Haas, richtig. Weißt du auch, wie oft er es gewonnen hat? Zweimal. Zweimal, sehr gut hier. Hast Extra heute. Punkt. Extra Punkt. Oh, das ist ein schwerer Gegner. Okay, Tommy Haas, alleiniger Titelträger. Nicht alleiniger Titelträger, aber er hat als einziger es geschafft, zweimal zu gewinnen. So, Timo Göbel. Nikola Kiefer. Nikola Kiefer, muss ich mal auf meinen Zettel gucken und er hat recht. Nikola Kiefer stimmt. Yes.
Herr Kitzinger? Philipp Kohlschreiber. Philipp Kohlschreiber? Ja, ist richtig. Und zwar 2011. Okay, du wolltest Timo aussagen, aber... Ja, Timo, dann bist du wieder dran. Michael Stich. Michael Stich? Tatsächlich. Ja, Michael Stich stimmt. 1994. Jürgen Kitzinger? Ja, da wird es jetzt schwierig. Ja, jetzt verließen sie ihn. Aber vielleicht... Haben wir denn da noch wen? Das ist jetzt aber... Es gibt noch, ich helfe mal ein bisschen, es gibt noch 2. Ne, Moment, es gibt noch 3. Es gibt noch 3 Deutsche, die es mal gewinnen. Ja, es gibt 3 noch. Ja, du musst ja noch einen Hätte ich wissen. jetzt nicht gedacht. Wenn du noch einen weißt, ist es schwer, da gibt es nur noch 2. Ja, ja. Zähl mal runter. Was haben wir denn noch hier? Kölner, Mark Kevin. Kevin Göllner ist richtig! Hallo, das zählt nicht. Der ist 3-mal ausgeschieden. Nein, das war doch nicht. Der ist 3-mal ausgeschieden. Das ist Betrug. 92. Komm, Herr Göbel, Sie kriegen den auch noch hin. Den einen kriegen Sie hin. Ich bin mir relativ sicher, du kriegst ihn hin. Es gibt noch einen, aber den wüsste ich sogar. Weil der hat nämlich... Nein, ich darf nicht. Ich darf eigentlich noch nicht sagen. Florian Mayer. Florian Mayer, Come on. sehr richtig. Sehr richtig, genau. Es war 2016 tatsächlich. Ich glaube, wir waren 2017 da. Ja. Und noch einen gibt's. So, es gibt noch einen, da bin ich jetzt gespannt. Hendrik Tregmann. Nein, Carsten Brasch mit Zigarre. Charlie Steb, sagt der Mike. Nein, ist falsch. Aber eigentlich muss der Jürgen sagen. Jürgen, weißt du noch einen? Wollen wir mal in die Richtung überlegen, da Charlie Steb, wen haben wir denn dann? Also wenn du den jetzt findest, hast du gewonnen, weil dann gibt es keinen mehr. Ja, Manfred Jungs. klar. Klaus-Dieter Stonzi. Schon, da muss ich aber jetzt auch noch mal einen Tipp kriegen, weil sonst habe ich da fällt mir jetzt nichts ein. Ja, Tipp gibt es jetzt nicht beim letzten. Komm, es gibt noch einen deutschen Spieler, der ist relativ bekannt gewesen. Ich bin mir sicher, die YouTube-Gemeinde weiß es. 5, 4, 3, 2, 1. So, Timo, dann sag ihn doch. David Prinosil. David Prinosil, tatsächlich. David Prinosil, ja. David Prinosil, ich kann dir sagen, wann er das Turnier gewonnen hat. Er hat das Turnier gewonnen. 94 meinst du? Nee, 2000. 2000. Gegen Pino Sie gewonnen. 2000. Der hat alles gewonnen. So Timo, dann gratuliere ich dir. Bierchen gibt's nachher im Stadion. You blow my mind. I don't know if you know yet. I've tried some time, and I'm dying to tell you. You blow my mind. So, 1,5 Stunden im Kreis gefahren, bis wir einen Parkplatz gefunden haben. Es ist eine Vollkatastrophe gewesen. Aber hier ist auch schön. Hier ist extra vorbereitet. Auch bei Bauer Müller. Bei Bauer Müller haben wir jetzt geparkt. Ein paar Kühe weggeräumt. Ein paar Kühe weggeräumt und naja, so ein bisschen auf die Stimmung drückt das natürlich schon. Deswegen hoffen wir, dass wir jetzt ordentliches und geiles Tennis sehen. Richtig? Richtig. So, angekommen und jetzt gucken wir mal, ob wir doch noch mal einen Platz beim Doppel bekommen. Der erste Satz ist schon durch. Naja. You blow my mind. I don't know if you know yet. I've tried some time, and I'm dying to tell you. You blow my mind. I don't know if you know yet. No, I've realized, and I'm dying to tell you. You blow my mind. I don't know if you know yet.
Timo, 4 Satzbälle vergeben. Und jetzt? Jetzt wird's eng. Die Luft dünn. Oh. So, wird richtig spannend. Hanfmann, Köpfer, 7 Satzbälle abgegeben. Das sind die Busse. Oh. Passt dann natürlich dazu. Neun Satzbälle. Timo, Köpfer, Hanfmann, 9 Satzbälle vergeben. Ja. Wie bitter ist das? Hast du schon mal 9 Satzbälle vergeben in einem Spiel? Ich habe noch nie einen Satzball. So Timo, herzlichen Glückwunsch erstmal zum Gewinn der Challenge und der Competition. Lass mir schmecken, sieht Ja. gut aus. Wir nennen ihn jetzt nur noch Professor Dr. Terra Wortmann Open. Yes. Prost. Prost. So, erste Verpflegung, Matthias-Brötchen. Hier gibt es echt viele Essensstände. Finde ich cool. Ist jetzt natürlich sehr überlaufen. Ihr seht hier Schwenkgrill. Bestimmt Wartezeit, halbe Stunde. Ja, was habe ich geholt? Matthias-Brötchen und Backfischbrötchen plus 2 Bier. 4 Euro Pfand sind drauf, 25 Euro. Gut, an die Preise hat man sich gewöhnt natürlich. Es ist mittlerweile nicht mehr feierlich, aber gut. So ist es nun mal. Spaß kostet. Ne? So, und jetzt gucken wir uns gleich noch schön dann in der Arena die 3 Einzel des Tages an. Timo, neue Quizfrage. Wie viele Stufen sind es bis zum Oberrang? 46. Noch. Jetzt weiß ich, wo der Verband die Karten her hat. Hinter der Treppe. Ja, erster Satz durch. Ja. Zverev verloren. 7-6. Und wir haben hier jemanden, der hat es vorausgesagt. Ja. Also ich gesagt, der Kollege Fila ist mega gut drauf. Ja. So, woran hat es gelegen, Timo? Er war mutiger und er hat Vorhand immer durchgezogen und auch verdient. Aus meiner Sicht den Satz gewonnen. Es war zwar knapp, aber Sehe ich genauso, ne? Aber der hatte, aktiver Spieler, Wahnsinn. Und Aufschlag war unfassbar. ja, Die auch, Quote habe ich jetzt nicht, aber die war ziemlich sicherlich hoch. Ich würde sagen so 70% erster Aufschlag. und hatte gegen Ende noch mal ein paar richtig Highlights-Points, ne? Muss man echt sagen. Ne? Ja. Also ein paar richtig geile Dinger rausgeholt. Ja. Und das Zverev am Netz nur noch stand und den gemacht hat. Ja, Ne? ja. Ja, Highlight insgesamt- Point war dieser Blocker. Den runter mit der Rückhand. Nach dem Genau, Scheiterball. ja, Hammer. Ja, insgesamt sitzen wir relativ weit oben. Ist natürlich kein Vergleich zu dem Doppel, was wir da geguckt haben. Deswegen sagt man ja immer so schön, wenn ihr so ein Turnier besucht, dann holt euch am besten Ground-Tickets, damit ihr so nah an den Spielern dran seid und nicht in diese riesen Schüsseln rein. Trotzdem ist natürlich ein tolles Erlebnis, ganz gut, aber es ist natürlich sehr weit weg. Ne? Also wenn Schüssel, dann wirklich sehr nah. Ja? Genau so ist es. So ist es. So, und jetzt gehen wir mal zu den Ständen, die hier so aufgebaut sind. Bevor wir weiter gucken bei Zverev. Natürlich alle Sponsoren und alles Mögliche ist hier draußen aufgebaut. Das zeige ich euch mal den Stand.
Wir haben uns mit Absicht jetzt ein bisschen eingecheckt hier, damit es nicht ganz so voll ist und man auch mal ein bisschen was sieht und mal ein bisschen Ruhe hat. Also hier Tennis Point bzw. Adidas, ne? Und hinten haben wir den großen Tennis Point Store. Da gehen wir mal hin. Und dann wollen wir auch noch mal bei Head vorbeigucken. Hier könnt ihr ein paar Lachgummis haben. Hier. Komm her, Lachgummis für die Kids. Lachst du dich kaputt? Bisschen was schnucken. So, und jetzt sieht man auch, also wenn ihr essen geht, dann vielleicht besser, wenn ein Match gerade läuft, weil jetzt ist die Schlange hier natürlich deutlich geringer und das ist ein kleiner Geheimtipp. Ja, würde ich auf jeden Fall so machen. So, wir gucken mal nach Tennis Point und dann bei Head und dann beim Meißelstand. Ne? Ganz wichtig, Timo, Meißelstand. Ja, Meißels Weißes. Meißels Weißes. Da trinken wir dann ein kühles Blondes. Oh, hier sehen wir auch den Robinson-Stand. Wie ihr wisst, war ich ja als Tennistrainer im Robinson Summer Bay unterwegs. Und wenn euch das einen coolen Vlog gemacht über meine Zeit als Tennistrainer dort, dann schaut euch den mal an. Ich verlinke euch oben hier eine Infocard. Vlog, drei Wochen als Tennistrainer gearbeitet bei Robinson Summer Bay. Gucke mal da, wen wir da haben. Den Herr Hürte. Der Präsident hat eine Blase hier an der Wade. Der Präsident hatte Geburtstag. Erstmal herzlichen Glückwunsch, mein Lieber, nachträglich. Ja, gratuliere dir. So, das ist der Jörg Hochdörfer. Hat die hier schöne Socken an. Wir wollten ja zum Headstand, sind weit gekommen, nämlich bis zum Meißelstand sind wir gekommen. Was wichtiger. Das war Prost. Spielvorbereitung morgen. 13 Uhr. 13 Uhr geht's los. Spielvorbereitung für unser Game morgen hier. So, neben mir sitzt der frisch gebackene Präsident des WTV, der Jörg Hochdörfer. Der Jörg, der hat hier, zeig mal dein Bändchen hier, hat so ein cooles, ein cooles Armband, damit kommt man in den VIP-Bereich. Und ich habe ihn gerade beauftragt, einfach mal von da ein bisschen zu filmen. Einfach mal zu zeigen, wie es da so aussieht, was da so abgeht, wie nah man da dran ist. Ja, versucht da reinzukommen, weil ich denke mal, da wird die Sicht ein bisschen besser sein, oder Jörg? Ja. Das Essen zumindest. Und das Essen vor allen Dingen. Also schaut es euch mal an. Ja, Black and Yellow. Ja, ja. Am Hessentag habe ich direkt den Hauptpreis. Ja, los. Und jetzt, so. Ja, Wahnsinn. Das ist ja Guck dir Wahnsinn. das an, guck's dir an. Das ist er. Win, 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 no win. No win. Oh, jetzt komme ich jetzt. no. Was muss ich machen? Einmal drehen. Einmal drehen. No. Was muss denn der Hauptgewinn? Ja. Und jetzt, Präsidente. El Präsidente, mach noch einen. Komm. Achtung, es wird spannend, Männers. Es wird. Win. Ah, da guckt euch das an. Sie haben jetzt 10% gewonnen. Wenn Sie jetzt noch dreimal auf Win kommen, dann gibt es einen Beseitigungsgutschein. Dreimal noch. Okay, dann los. Eins. Wenn er das. Ich weiß Win. Win. Oh, jetzt. Win, win, win. Noch einmal, oder? Komm, einmal noch. Einmal noch. Hier, guckt's euch. Einmal. Achtung. Und wieder gelb. Achtung. Win. Da, schaut's euch an, es ist wieder Win. gelb. Und. Nein, das ist unfair. Das ist unfair. Oh. Hawkeye. Okay. Danke. Hier, komm, zeig. Hast ein Tennisbällchen gewonnen. Timo, das ist übrigens die schnellste Dachschließung, die es gibt. 88 Sekunden. 88 Sekunden. Stark.
Zverev gewonnen. Ja. Und hast du gesehen, was Arthur Fils gemacht hat beim entscheidenden Break gegen sich? Ich glaube, er hatte Materialdruck. Er hat seinen Schläger auf der Schuhsohle zerhackt. Das habe ich noch nie gesehen. Echt. Man muss ganz ehrlich sagen, hätte er den Knöchel getroffen, würde er nie wieder Tennis spielen. Also er hat schon scheinbar gewusst, was er tut. Aber der Schläger ist kaputt gegangen auf dem Schuh. Auf der Sohle. Also nicht schlecht. Ja, so, jetzt versuchen wir es nochmal unser Glück. Eubanks spielt. Eubanks, ja. Eubanks beim Training. Jetzt versuchen wir nochmal unser Glück bei Head, ja. Und dann gucken wir uns Strophi gegen Nummer 1 der Welt an. Ja. Das hätten wir sein können, oder? Schön weggelegt. Na los, ruf! Kilometer hinter der Linie auf jeden Fall. Oh! Ja! Das steht auf! Du denkst du, er packt es? Ich habe ja eh gesagt, das Spruch gewinnt. Meinst du echt? Ja. 4-3 im dritten. Let's go. Jetzt gibt's Breakpoint Sinner. Oh, jetzt wird's eng. Aus. Ui. Go Stubby! Let's go Stubby! Let's go!
Let's go, Stufi! Let's go! Let's go, Stufi! Let's go! Let's go, Stufi! Let's go! Die hinten und hinter uns, die sind geil. Oh ja, jetzt zeigt die Nummer 1 der Welt, zeigt Nerven jetzt. Pass auf. Ah, ist stark. Stark. Boah. War gut. Okay, jetzt gibt es nochmal einen Tiebreak. Und ich sag dir, der Strophi, der haut das Ding wieder wie im zweiten Satz weg. Ja, Timo, hat leider nicht geklappt mit deinem Tipp. Warum? Naja, es war ja knapp, aber Tennis ist manchmal so, ne? Das ist knappe Bälle, aber ich finde, er hat sich sehr gut verkauft und ja, Sinner hat gewackelt, aber trotzdem souverän zu Ende gespielt. Dafür ist er die Nummer 1. Ne? Ja, das ist jetzt die Frage. Ne? Ist da jetzt die Klasse der Nummer 1? War da ausschlaggebend oder nicht? Ja, ich glaube schon. Meinst du schon, weil ja? Ja, ist schon Dann ruhig. so im entscheidenden Moment, weil ich habe ja noch gemunkelt, es wird wieder so ein zweiter Tiebreak, wie der erste im zweiten Satz, dass das glatt durchgeht, aber Er ist schon ruhig geblieben und hat auch nicht geschwächelt, ne, in den entscheidenden Momenten. Er war ein bisschen genervt von der Spielweise, glaube ich, vom Struff, aber ja. Aber Struffi hat sich super geil verkauft und ist auch natürlich auch echt, hat sich echt gesteigert, ne? Also der erste Satz, ja, 23 Minuten. 2,6 und dann erstmal so eine Leistung zu bringen, natürlich mit 11.000 Leuten und so einer Stimmung. Ja. Er hat sie genossen, ne? Er hat Spaß gehabt beim Spielen, Ja. das hat man gesehen. Und ganz kurz, bleib mal kurz stehen. Muss ja auch sagen, Sympathien, Zverev, Struffi. Ja. Jedes Mal war die Bude voll, aber wenn man das so sieht, ne? Ja. Also was Struffi da so, ne? Ja, schon, war gut, ja. Hat schon Bock gemacht, oder? Ja, laut auch. War laut und hat Spaß gemacht. So, es ist Abend geworden. Wir haben eigentlich haben wir noch nicht genug von Tennis, aber wir sind vernünftig und morgen haben wir nämlich unser wichtiges Spiel. Herren 40, Regionalliga um den Klassenerhalt. Timo, was gibt's zu resümieren? Anfahrt eine Katastrophe? Das muss man wirklich absolut sagen. Also wir haben so 3 Hacks für euch. Hack 1, seid früh da. Hack 2, wenn ihr ins Stadion Tickets habt, nicht zu weit oben. So, und die dritte Sache, die wir haben. Nehmt euch Essen und Trinken mit. Essen und Trinken. Okay, ja gut. Ja, es ist mittlerweile natürlich so teuer, wie es immer teuer ist, auf irgendwelchen Festivals oder Veranstaltungen oder was weiß ich. Aber ja, das, was wir gehabt haben, war lecker, oder? Ja. 1, 2 Hefeweizen und auch das Fischbrötchen war lecker. Und wir haben gutes Tennis gesehen und also ich kann es schon empfehlen. Bis auf die Anfahrtssituation war es schon gelungen. Aber wenn man früh da ist, dann ist es auch das in Genau, Ordnung. also daran denkt bitte, wenn ihr Stimmung hierher war kommt. super. Die Stimmung war super, also Struffi hat alles zersägt, muss man sagen. Zverev war spannend und wir haben gelernt, dass Struffi und Jannik Sinner einfach nochmal 30% schneller spielen als Zverev und trotzdem deiner, wie heißt er, Filet, genau. So, was man auf jeden Fall natürlich auch noch sagen muss, wir waren jetzt, glaube ich, am beliebtesten Tag hier, also der Freitag, Viertelfinale kriegt man, glaube ich, am meisten Weltklasse fürs Geld.
Und wir haben es eben gerade schon gesagt, diese großen Turniere mit den Stadien sind eigentlich immer am geilsten, wenn ihr euch ein Ground-Ticket holt und in den ersten Tagen da seid. Da seid ihr nah an den Leuten dran. Ihr seht zwar vielleicht nicht die Nummer 1 gegen die Nummer 2 der Welt, aber ihr seht immer noch Weltklasse-Tennis. Und deswegen absolute Empfehlung, wenn ihr herkommt, ja, vielleicht die ersten 1, 2, 3 Runden. Das sind auf den Außenplätzen vielleicht noch ein paar Spiele. Doppel kann ich euch empfehlen. Also mein persönliches Highlight heute war das Doppel, weil du warst einfach nah dran. Es war mega spannend und gerade Doppel ist einfach völlig unterschätzt, weil das ist eigentlich wirklich absolutes Entertainment und das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal hier hinkommt. Schaut euch auch mal die Doppelspiele an, vielleicht auch, wenn ihr French Open mal macht oder Grand Slams. Ja, geht nicht nur in die Stadien, sondern guckt auf den Nebenblitzen, guckt euch auch die Nummer 120 gegen die Nummer 90 der Welt an. Auch da werdet ihr viel geiles Tennis sehen. Also das nochmal von mir als Tipp. Ja, wir machen uns jetzt ab. Morgen, wie gesagt, wichtiger Tag und ich hoffe, es hat euch gefallen. Unser Vlog wieder hier von den Terra Wortmann Open und vielleicht bis nächstes Jahr mit Timo und mir und vielleicht auch hier hinten uns, dem Kollegen hier, Herr Kitzinger und hier dem Kollegen Röhrig. Hat es dir auch gefallen? Mega. Mega, war gut. Ne? Also insofern, bis dahin, euer Martin, Timo und alles andere.